Du weißt doch, wie es läuft. Die großen Spiele machen es doch aus. Ja, wird eh rausgeschnitten. Ja. Ihr seid ja langweilig. Immer nur ein Leckerchen, wenn ich beim Toni Kroos schnappe. Heutzutage würde ich sagen, bevor man mich rechts außen bringt, lieber nicht. Schlechte Stimmung machen. Oder? Nein, bist du verrückt. Wir sehen uns bald, Jürgen. Wie bringt man so den Tag rum? Ja, aus Arbeit, Langeweile und Hochspannung. Aber natürlich ist die Hochspannung in so einem normalen Trainingstag eher bei den Gesellschaftsspielen und beim Fußball gucken. Als beim Training, oder was? Die Spannung bei Turnieren ist ja oft durch die Spiele bestimmt. Sagen wir mal so, der Tag geht gefühlt einen Tick schneller rum, wenn das Wetter gut ist, ne? Wenn man ein bisschen noch am Pool rumliegen kann. Vor 3 Jahren war es ja so. Ich glaube, da hatten wir durchgängig Top-Wetter. Ja. Jetzt ist es bescheiden, aber also gefühlt, wir sind ja jetzt schon relativ lang dabei, ungewöhnlich lang für eine Nationalmannschaft. In letzter Zeit. Ja, stimmt, vorher waren wir eigentlich immer. Nein, aber gefühlt ist irgendwie, also von Lagerkoller sind wir, glaube ich, noch ein Stück entfernt. Das Viertelfinale war 2016, oder? Ja, seitdem wir jetzt hier sind, das Turnier losging, fand ich, die Tage ziehen sich jetzt nicht so extrem, habe ich das Gefühl. Noch nicht. Stimme zu. Die Woche, finde ich, ist so ein bisschen, läuft so ein bisschen zäh an, aber ansonsten, wenn man sich überlegt, dass wir beide, Uli, sind ja schon seit Ende Mai hier. Also wenig zu beklagen. Ist das was anderes, als wenn du in der Vorrunde bist oder jetzt immer diese Entscheidungsspiele hat, wo man immer das Gefühl hat, danach ist es um? Ja, total. Also deswegen sind wir ja, wegen den Spielen sind wir ja auch noch dabei, würde ich mal sagen. Also da kommt ja der Reiz erst, da fängt es ja an Spaß zu machen, wenn es vor allem auch um die Wurst geht. Also es macht natürlich wenig Spaß, dann zu verlieren und direkt nach Hause zu fahren, aber am Ende wollen wir ja diese Entscheidungen haben, diese Spiele. Leider war es ja in den letzten Turnieren so, dass ja eigentlich diese entscheidenden Spiele schon ab dem zweiten Gruppenspieltag eigentlich schon immer kamen. Wir haben uns noch mehr kribbelige Momente geschaffen. Ja, ungewollt. Das, wie gesagt, bis 2016, du sprachst ja von unseren langen Karrieren, war das ja eigentlich so, da wurde über die Gruppenphase so hinweggesehen, weil die wurde so abgebügelt. Ja, genau. Und das hat sich ja ein bisschen geändert. Deswegen umso schöner, dass wir noch hier sind, jetzt vor dem Viertelfinale, würde ich mal sagen. Aber klar, die Spiele machen es am Ende aus und gefühlt war es bei anderen Turnieren immer so, dass sich bis dahin eher gezogen hat und ab dann K.O.-Spiele wurde es dann weil man wusste, es dauert jetzt auch nicht mehr ewig. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr weit weg. Also es sind noch 10 Tage, glaube ich, ungefähr, die das Turnier überhaupt nur geht. Ja, ich hoffe für uns natürlich auch, aber jetzt geht's knackig. Du weißt doch, wie es läuft. Die großen Spiele machen es doch aus. Am Ende geht's jetzt, das, was von einem Turnier normalerweise übrig bleiben sollte, das kommt erst noch. Weil es halt da wirklich, weil das die besonderen Momente sind. Habt ihr denn so einen Moment in euren Karrieren? Ja, unser erstes Länderspiel war ja, wir haben ja gemeinsam debütiert. Stimmt, der eine ist für den anderen ausgewechselt worden. Toni rechts außen gespielt. Ja, das ist richtig. Ja, danach nie wieder. Ja, erstes Spiel ist logischerweise besonders. Also ich habe ehrlich gesagt damals auch da noch nicht mit gerechnet gehabt. Ich war ja in Leverkusen. Wenn ich jetzt in dem Moment damals oder mich da zurückdenke, dann war es natürlich toll. Wenn ich mir jetzt heute daran zurückdenke, dann würde ich sagen... Deine Fähigkeiten vielleicht falsch gelesen. Ja, ich weiß auch nicht, was Yogi damals vorhatte mit mir. Er wollte dich einfach bringen, ja, ohne dass du was ein netter kaputt Zug machst. gewesen von ihm, mich zu bringen. Heutzutage würde ich sagen, bevor man mich rechts außen bringt, lieber nicht. Aber damals war das auf jeden Fall eine schöne Sache. Wenn ihr an die WM zurückdenkt, 2014, gibt es da für euch so ein Highlight? Es war schon voll von Highlights, im Nachhinein zumindest. Der Pool, die Bananenmilchshakes, Ja, die waren schon sehr Highlight. gut. Ja, die Spiele kennt ja jeder. Klar, Brasilien. Wenn jetzt ein Trainer, also ihr habt gegen Real gespielt, Aber Real Ihr habt gegen die Bayern? Ja, seit Toni bei Real ist, war Real kein guter Gegner für uns. Also natürlich stellst du dich erstmal auch auf die Mannschaft ein und dann natürlich auch ein bisschen auf die einzelnen Spieler. Und Thomas ist ja sich halt grundsätzlich, schlecht einstellen. genau, Thomas, also A, konnten wir uns auf Thomas schlecht einstellen, weil wir nicht mit ihm in der Formation gerechnet haben im Hinspiel. Also kurzfristig. Ja, das andere erinnere ich mich gar nicht mehr, ist echt lange Ja, her. Und das war schwer einzustellen, weil wir nicht mit ihm gerechnet haben, aber im Rückspiel haben wir uns dann voll auf ihn eingestellt und da hätten wir nicht mit ihm rechnen müssen. Das kann man sich vorstellen wie bei so einem Hundetraining bei der Polizei. Und dann kriege ich immer nur ein Leckerchen, wenn ich beim Toni Kroos schnappe. Weißt du? Und immer wenn ich ihn dann sehe, dann mache ich.
Und er macht halt dann Haken und spielt dann den Ball trotzdem weiter. Mir bringt das jetzt nichts, wenn jetzt der Carlo mir gesagt hätte, so, der Thomas bewegt sich in dem oder dem Raum, weil es gibt da keine rote Linie bei ihm. So, er macht ja am Ende, was er will und das ist ja schon die ganze Karriere. Und zumindest versuche ich ja immer dahin zu gehen, wo kein Gegenspieler ist. Das heißt, wenn mir einer hinterherläuft, dann laufe ich halt wieder woanders hin, wo vielleicht dann doch keiner ist. Also dementsprechend. Also er ist aber trotzdem immer einigermaßen eklig zu verteidigen. Wenn ich immer hinten im Rücken rumschleiche. Nein, aber es ist so. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht nur in dem Fall so. Ich glaube, das zieht sich ja durch die Karriere, glaube ich, dass er immer relativ schwer zu greifen war. Ich hätte gerne öfter mit Toni gespielt, weil da, wo ich mich positioniere, spielt er den Ball gern durch die Linien durch. Ich glaube, dass der eine recht gut wusste, was der andere denkt. Genau, wir kennen uns ja schon seit der Jugend sozusagen. Ja. Wir haben ja Toni losgeeist. Ja, das stimmt, aber wir haben ja Toni losgeeist. Von Hansa Rostock damals und wir haben in der A-Jugend ein Jahr zusammen gespielt. Er war natürlich ein Jahrgang jünger und trotzdem natürlich logischerweise aufgrund seiner Fähigkeiten schon eins oben. Und es hat ganz gut gepasst. Wir wissen ja, dass er sich gerne nach links abkippen lässt und das war damals auch schon so, vielleicht nicht ganz so tief, sondern einen Tick höher. Und ich habe eigentlich immer, damals hat man 4-4-2 Raute gespielt, glaube ich, oder? Irgendwie sowas, ja. Und da war ich der rechte Rautenspieler oder halt so Halbstürmer, weiß der Kuckuck, also offensiv, halb rechts. Und ich bin halt dann immer einfach so einen tiefen Lauf. Und Toni hat halt damals auch schon einen guten Fuß gehabt. Er hat halt den Ball da diagonal in den Raum. Ich bin in den reingelaufen und habe dann versucht halt zu verwandeln. Und deswegen war das damals schon... Hat man damals schon eine relativ gute Verbindung auf dem Platz, weil wir vom Spielertyp uns nicht im Weg gestanden haben. Also ich war froh, wenn jemand den Ball hatte, der ihn gut dahin spielen konnte, wo ich hingelaufen bin. Und andersrum brauchst du natürlich als Absender auch immer einen Briefkasten, wenn du ein Paket zustellen willst. Der spielt bei Wind, bei Regen, bei Sonne, ob vor 40.000 oder vor 2 Zuschauern, immer den gleichen Stiefel. Also das ist unkaputtbar und dementsprechend gerade dieses Selbstverständnis, wie man Fußball spielt und diese eigene Identität als Fußballspieler, das ist ja das, was uns oft gefehlt hat, so ein bisschen in diesen Jahren, wo halt auch viel Verunsicherung reinkam, weil wir eben nicht erfolgreich waren und weil vielleicht auch ein paar Zutaten gefehlt haben. Und dementsprechend war ich da von Anfang an dafür. Aber Toni hat ja am Anfang gesagt, also 2021, dass er jetzt mal kürzer tritt. Katar lass ich weg, habe ich gesagt. Und hast du dich gefreut, wieder ihn zu treffen, mit ihm zu spielen? Ach ja, klar. Ich meine, es gibt ja... Gespielt haben wir es gibt ja... Es gibt ja... 3 Minuten gegen Schottland. Das stimmt. Nein, ich meine, natürlich, es gibt ja irgendwie so Verbindungen, da ist egal, ob jetzt mal 3 Jahre Pause ist, das passt, weißt du, außerhalb wie auch auf dem Platz. Wie gesagt, Thomas hat ja recht, wir haben jetzt seitdem zwar nicht viele Minuten zusammen gespielt, aber wenn der Moment käme, dann bräuchte es da keine Anpassung, weil das ist, und das hat nicht nur was zu tun, dass das seit, weiß ich, 2007 oder so war, sondern es geht einfach um Spielertypen. Ich glaube, es gibt da ein paar gemeinsame Interessen außerhalb. Genau, er spielt Tennis, ich spiele Golf. Genau. Ja gut, Poker, ja, da 3 haben wir schon Kinder, einen ich Nenner. keine zum Beispiel. Also passt ja wunderbar. Poker haben wir einen Nenner. Ich glaube, dass Thomas sowieso unabhängig davon, auch von den Minuten. Ich meine, das waren damals, weiß nicht, 14, 16, waren es logischerweise ein paar mehr Minuten als heute. Aber wenn er jetzt nicht spielt und am nächsten Tag ist das Training, ja, was auch unter Fachkreisen einfach auch, das ist halt ein Arschlochtraining, deutsch gesagt. So, also da hast du grundsätzlich eigentlich mal keine Lust drauf, weil du eigentlich eine gewisse Enttäuschung so und der Spieltag. Ja, aber du weißt auch ganz genau, was ich meine. Ja. So, also das Training an sich ist ja eigentlich das Ziel, das zu verpassen, weil du am Tag vorher gespielt hast. Und es ist eins der spaßigsten Trainings, wenn du es vom Inhalt nimmst. Ich würde auch ich habe auch überlegt, beides schon zu spielen. Man macht meistens Torschussübungen und 5 gegen 5 und hat danach was. Nein, aber was ich sagen wollte ist, wir haben uns das letztens dann angeschaut auch noch, das Training danach, und es ist Thomas halt wurscht. Thomas macht halt trotzdem die ersten 3 Tore für sein Team in so einem Training, obwohl er mit Fug und Recht behaupten könnte, was, das Training lasse ich weg oder da mache ich mal eins weniger, weil hier, das können dann noch 20- oder 22-jährige Vollgas geben und das ist halt nicht der Fall. Und das meine ich mit, das tut einem gut, weil ich das andere mal sehr gut anschauen kann. Ja, gebe ich ihm recht. Also
manchmal muss man den Finger schon in die Wunde legen und das ist nicht irgendwie blöd daherreden, sondern einfach nur vorleben, was es bedeutet. Und es gibt ja einen Grund, wieso Spieler, Cristiano Ronaldo, Messi, Toni, Luka Modric, alle, die ganz lange ganz oben waren, die vereint ja nicht irgendein Trick oder eine ganz besondere fußballerische Fähigkeit. Die sind alle unterschiedlich, aber was sie alle haben, ist, sie performen wollen, immer performen. Und da ist ein gewisser Trainingseinsatz notwendig, aber wirklich auch diesen Performance-Gedanken, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dieses Leistung bringen auf dem Fußballplatz. Und das kriegst du da halt auch nicht mal raus. Also nee. Das ist dann auch irgendwo drin. Spaß. Genau, weil das Gefühl zu gewinnen oder selbst Thomas freut sich ja noch in diesem Training 3 Tore zu machen. Und das ist ja das, was ihn dann auch irgendwo abhebt von dem Rest. Und deswegen sind wir dann in dem Alter noch da, wo wir sind und andere werden es dann nicht mehr sein. Das ist so. Ich glaube, dass das schon eine Grundeinstellung ist. In die Weltspitze kommen halt wahrscheinlich in Teilbereichen wohl schwieriger. Nee, das stimmt, aber dass du glaube ich, in dem, was du machst, versuchst, gut zu sein und dafür investieren musst. Ich glaube, das ist schon etwas, was auch sehr über den Fußball hinaus wichtig ist. Ja. Also wenn du mir erzählt hättest, vor 10 Jahren, ich würde Magnetfeldmatten und weiß der Kuckuck in Eisbecken gehen, nur damit ich am nächsten Tag ein gutes Training mache, dann hätte ich anders geantwortet als heute. Könnt ihr euch vorstellen, nachher beide auch Fernsehexperten zu werden? Also ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass Thomas Experte ist, weil er natürlich sehr gut reden kann, analysieren kann. Ich glaube es aber nicht. Du lobst doch auch schon seit einigen Jahren. Das ist ja, du bist ja eigentlich ein selbsternannter Experte. Aber ich glaube nicht, dass er Experte wird, aber ich glaube, dass er Trainer wird. Weil er das Spiel versteht und weil er Bock auf Fußball hat und auf Erfolg. Das sind zwei tatsächlich. Und weil er die Spieler, glaube ich, sehr gut einschätzen kann und auch versteht. Ich meine, er hat die besten Trainer gehabt, die es gibt. Also ich glaube, da kann man auch immer ein Stück mitnehmen und er hat einfach Bock und ich glaube, ihm macht zum Beispiel dieses tägliche und dieses Reisen und in Hotels sein, glaube ich, weniger aus in dem Sinne als mir. Na, ich werde auf jeden Fall mich in Ruhe. Experte und werde all den Spielern, die mich genervt haben während meiner Karriere, werde ich so richtig aufs Brot schmieren. So richtig aufs Brot schmieren. Mit der Keule werde ich kommen. Bumm! Ja. Und dann werde ich mein Einstecktuch richten. Gott sei Dank muss er mich dann nicht mehr analysieren, das ist gut. Nee. Also worauf ich Bock habe, ist schon mit Jungs zu arbeiten, also eher so Nachwuchs. Der hat eine Toni Kroos Akademie und sagt, als Trainer sehe ich mich nicht. Ich habe die Academy, ich habe die Teams und habe aber die Trainer. Und du bist kein Teamtrainer, du bist ein... Überschaue das und kann mir halt meinen Tagesplan selbst einrichten. Aber sagen wir dann Techniktrainer für Jugendliche. Ich bin Sportdirektor, mein eigener. Okay. Mein eigener. Abschließend, Spanien? 50-50, schauen wir mal. Ja, entweder wir kommen weiter oder nicht, das ist mathematisch eigentlich damit 50-50. Wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr gegen die Spanier gewonnen. Also kannst du jetzt so oder so sehen. Wir sind näher dran, dass die Serie reißt vielleicht auch nicht. Also ich glaub, die Spanier sind gut und wir sind gut, jetzt können wir eine Münze werfen und dann... Ich glaube, wir können uns gegenseitig wehtun. Ja. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall, ich meine, wir spielen zu Hause, ich hoffe, dass wir das in Situationen, weil das Spiel wird in gewissen Situationen entschieden, wie jedes, aber vielleicht sogar in wenigeren Situationen und entscheidenden. Und vielleicht spielen Toni und ich ja sogar noch zusammen. Ja, stell dir das aber mal vor. Aber das wird bedeuten, dass wir vielleicht ein Tor brauchen. Das heißt, dann wollen wir es vielleicht doch lieber nicht, sollen lieber die 3 Innenverteidiger eingewechselt werden.